Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinen Häkelarbeiten. Ja, du siehst es, ich habe hier auch noch eine kleine Kiste stehen, weil ich habe was bestellt und ich habe schon reingeschaut, aber ich wollte es trotzdem einmal noch zeigen. Das mache ich aber zum Schluss. Als erstes zeige ich dir meine Projekte. Ja, die Woche ist ja wieder super schnell verflogen. Also das geht momentan, finde ich persönlich, extrem schnell. Es ist schon November, nicht mehr lange, dann ist der Dezember und dann, ja, ist das Jahr schon wieder vorbei. Also, ja, geht super schnell. Ja, als erstes habe ich hier die Handarbeit liegen, die ja zu dem Polunder werden soll. Aber daran ist nicht viel passiert. Da hat mich irgendwie, ja, nichts hingezogen. Und das liegt auch unter anderem daran, dass ich es verpasst habe, hier früher hochzugehen. Weil das ist schon super groß. Das wird jetzt wahrscheinlich meinem Mann passen. Und ich weiß auch nicht, ob das restliche hier noch reicht für die Seite genauso zu häkeln wie hier. Ja, aber gut. Ist halt so. Ich habe irgendwie geschlafen. Ich habe nicht darauf geachtet. Deswegen ist das jetzt so geworden. Ja, genau. Das ist einmal so ein Garn von Schachenmeier. Zeige ich dir jedes Mal, solange wie es hier noch gehäkelt wird. Mit einer Vierernadel häkle ich den Polunder. Und davon habe ich, wie gesagt, noch ein zweites Knäuel, aber das soll eigentlich der Rücken werden. Naja, da lasse ich mich mal überraschen, ob das so funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, weiß ich noch nicht, ob ich das dann nicht rippel oder einfach wegtue erstmal und aus dem anderen Garn was anderes mache, also aus dem anderen Knäuel. Ich weiß es noch nicht. Aber gut, es ist jetzt halt so. Ich meine, ich bin hier oben ja wieder am Zunehmen, aber ich glaube, das ist so, also ich denke mal, dass das nicht mehr reichen wird für den ganzen Rest. Das hier. Naja, das nächste Mal Augen auf. Was will man machen, ne? Manchmal ist das so. Ja, letztes Mal habe ich es dir hier gezeigt. Es ist mir, wenn ich ehrlich bin, auch erst gestern Abend aufgefallen, wie ich gehäkelt habe. Und auf einmal dachte ich, oh, hast ja nicht mehr viel. Komisch. Ja, so war das. Und dann habe ich es mir angehalten und geguckt. Und meine Mama ist ja schmaler. Ja, schmaler und kleiner. Und ja, da hätte das gar nicht so ausladend hier sein müssen. Aber gut. Mal schauen, wie weit ich komme. Und dann wird mal geguckt, wie es ist. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt sozusagen die Rückansicht. Jetzt habe ich es auch noch falsch rum gezeigt. Das hier ist vorne mit dieser leichten Strickoptik. Ja, hier unten kringelt sich das ein bisschen, aber das finde ich persönlich nicht schlimm. Das darfst du ruhig so ein bisschen umschlagen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, ja, und deswegen, wenn man dann guckt, ja, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ich häkle es trotzdem zu Ende. Ich ribbel das jetzt noch nicht, weil ich darauf irgendwie noch keine Lust habe. Also irgendwie möchte ich das Knäuel aufbrauchen und sagen, tja,
entweder ja, ist fertig oder tja, war wohl nix. Ja, warten wir mal ab, wie das wird. Ja, auf jeden Fall habe ich da dran gehandarbeitet. Dann habe ich noch hier an meinem Raglan von oben gearbeitet. Da drin sind noch die Knolls. Ich habe noch ein bisschen hier von dem Unicorn übrig. Ich hole die jetzt nicht raus, sonst geht mir das alles durcheinander. Und hier, das ist dieses Rose Garden. Das ist 100% Baumwolle. Das hier ist ein Gemisch. Das ist ja vom Teddy hier das. Und ich glaube, das hier hatte ich von Wolle 1000 bestellt gehabt. Anfang des Jahres. Das hier ist ein 1000 Meter Bobbel oder Knäuel. Und wie gesagt, hat 100% Baumwolle. Müsste er haben, denn ich glaube, das hatte ich so jetzt in Erinnerung. Ja, wenn ich fertig bin, habe ich ihn auch gleich komplett zerfleddert. Aber ich glaube schon. Ja, da bin ich jetzt im Verlauf schön drin. Hier bei dem. Ich finde das jetzt genau so ein schöner Verlauf. Zartrosa, zartlila. Also finde ich wirklich toll. Der Pullover, den RVO sozusagen von oben, den häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Die ist auch immer hier mit in dem Beutelchen mit drin. Und das hier ist er. So, den habe ich jetzt auch anprobiert. Ich hätte da auch vorher testen sollen. Der ist hier unten an den Armen, finde ich persönlich. Da hatte ich ja nur 3 Maschen gemacht. Ich mache da normalerweise mehr. Ist er mir jetzt ein bisschen eng, aber man kann, also ich kann ihn trotzdem tragen. Ist jetzt nicht so eng, dass es zwiebelt oder sowas. Aber ich weiß nicht, das kennst du vielleicht. Man hat manchmal so Kleidung, wo man merkt, dass man vielleicht ein paar Zentimeter mehr bräuchte. Ja, so, also nicht schlimm oder so. Es sitzt auch nicht hier vorne eng oder sowas. Also das ist alles top. Ich merke nur hier an dem Armausschnitt, den hätte ich hier unten ein bisschen größer machen können, weil dadurch, dass das hier auch so doppelt liegt von den Liftstäbchen her, ist das ein bisschen fest. Also das merkt man. Oder ich merke es, sagen wir so. Ja, das ist ja ein ganz normaler RVO von oben. Mit hier an den Seiten ein kleines Muster. Das fällt gar nicht so stark auf, aber es ist da. Ich finde das ganz süß. Und so geht das dann auch schön weiter runter. Ja, du siehst, ich hatte es da das letzte Mal gezeigt, letzte Woche. Und da das Stückchen, die paar Reihen kamen dazu. Es wäre, glaube ich, auch egal, ob man das so rum oder so rum trägt. Also je nachdem, wie man möchte, geht das zu tragen, weil ja, ich finde halt beim Häkeln fällt das nicht so stark auf mit rechts und links, wie beim Stricken zum Beispiel. Glaube ich jetzt zumindest. Ja. Ja, man könnte es ja auch so rum anziehen, dann ist das Muster halt stärker zu sehen. Ja. Aber sonst sehr schön. Die Wolle lässt sich toll arbeiten. Beide Wollen, der Bobbel und das Unicorn Garn. Also ja, sehr, sehr angenehm. Und ich finde auch das leichte Glitzern da drin. Das sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht so. Finde ich ganz, ganz süß. Und auch diesen Farbverlauf von dem Unicorn finde ich auch schön. Da bin ich jetzt noch ein bisschen am Überlegen, wann ich wechsle in dieses
Mermaid sozusagen. Okay, das hieß so. Ja, Mermaid. Also Meerjungfrauen. Aber ich glaube, das ist mir jetzt noch zu stark. Obwohl, wenn ich das jetzt so sehe, finde ich, geht es eigentlich. Also vielleicht könnte ich da langsam wechseln und dann das Unicorn wieder aufheben für was anderes. Ja, mal gucken. Aber vom Mermaid und vom Unicorn habe ich, glaube ich, jeweils noch ein Knäuel. Mal schauen. Ja, einmal das. Und dann habe ich noch das letzte Projekt, was ich ja im Urlaub angefangen habe. Das wird mit einer Dreiernadel gehäkelt. Wohnt in dem Osterhäschen oder in dem Häschen, wie man möchte. Und das ist auch von der Bestellung von bei Wolle 1000 oder ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Das ist das Flower Moonlight, auch von Yarn Art. Das siehst du gar nicht so gut. Ups, Entschuldigung. Und das ist auch, ich glaube, das kriege ich raus. Da muss ich mir nur nachher einen anderen Beutel suchen. Sonst sitzt das so stramm da drin. Das ist 50%, 53% Cotton, 43% Pack und 4% Metallic Polyester. Es sind 1000 Meter und ja, verläuft von diesem, ich finde, Gold oder Zimt in den Grau-Braun-Ton. Finde ich auch sehr schön, jetzt für die Herbstzeit. Und ja, mal gucken. Das soll ja eine Hexagon-Jacke-Kleid werden. Muss aber noch ein bisschen wachsen. Ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe bei diesem Muster, weil das Muster wächst langsam. Das ist einmal ein normales Stäbchen und Reliefstäbchen, weil ich das ja ein bisschen enger haben wollte gerne. Und dadurch braucht das halt ein bisschen. Wenn man das so zusammenlegt, ja, dann ist das schon, es hat ja schon eine gute Größe, ja. Aber ich will es halt noch einen Ticken mehr haben und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar nicht so viel daran gehäkelt. Wobei ich glaube, es kamen auch nur 3, 4 Reihen dazu. Aber ich hatte es extra mit runtergenommen, um das morgens zu häkeln. Ja, und doch kam doch. Also der hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen. 6 Reihen kamen dazu. Naja. Langsam. Ja, es wächst langsam. Und es wächst auch gefühlt langsam. Ich weiß auch nicht. Das ist, ja. Da bin ich halt, ja, vielleicht ein bisschen träge. Aber gut. Ist ja nicht schlimm. Es brennt nichts an. Es hat noch ein bisschen Zeit. Das hier soll ja erst, wenn, ja, Mitte Dezember fertig werden, fertig sein. Und dann mal gucken. Aber wenn ich mir jetzt schon vorstelle, in dem Muster auch noch einen Rock dann, also das Unterteil, den Rock dazu zu häkeln, weiß noch nicht. Doch, den Rock wollte ich schon gern machen. Und mir gefällt das Muster auch sehr gut. Aber wie gesagt, es ist halt sehr, 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 sehr langsam. Und dadurch, dass sich das dann immer rollt, ja, so, es ist ja schon eine Handbreit, aber es rollt sich halt. Ja. Ja, aber gut. Das ist, ja, gefällt mir trotzdem sehr gut. Und ich finde auch mit diesem Goldfaden hier drin,
finde ich, passt das nachher wahrscheinlich schon sehr gut in die Weihnachtszeit rein. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, das sind jetzt sozusagen alle Projekte, an denen ich gehäkelt habe. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich wollte noch was Neues anfangen, aber dafür wollte ich hier aus meinem Päckchen was nehmen. Und das wollte ich aber erst zeigen. Und deswegen ist das noch nicht angefangen. Genau. Ja, dann holen wir mal das Päckchen, dass ich da euch die Bestellung ein bisschen zeigen kann. Es war nicht nur das eine Päckchen, aber nur das zeige ich heute. Ich habe auch noch ein anderes. Das ist nochmal das Doppelte von dem. Aber das waren, ja, wie soll ich sagen, Produktionsfehler. Also das sind wohl Produktionsfehler bei der Wolle. Aber ich habe euch ja schon öfters gesagt, dass mich persönlich das nicht stört. Ja, dann kaufe ich halt die Wolle ein bisschen günstiger und manchmal ist dann halt aus einem vierfädigen Bobbel eine Zeit lang nur ein dreifädiger Bobbel. Ja, aber das sind Sachen, die stören mich persönlich nicht. Man kann es dann halt vielleicht zweite Wahlprodukte nennen. Also ich nehme das gerne. Ich kaufe mir natürlich auch gerne neue Wolle. Hier ist auch was Neues mit drin, aber ich nehme auch gerne solche Wolle. Ja, denn wenn sie ja keiner nimmt, was soll da mit der armen Wolle passieren? Also findet sie bei mir und bei vielen anderen wahrscheinlich auch ein Zuhause. Ja, ich hatte die Woche bei, sieht man jetzt hier nicht, den Märchengarten bestellt. Und das ist alles sozusagen diese Bestellung. Der Kasten ist leer. Das hier ist, glaube ich, das Goodie, was man bekommt. Wenn man über einen gewissen Bestellwert ist, kann man sich da was kostenlos aussuchen und sie zeigt dann auch auf der Webseite, was man für welchen Wert bekommt. Ja, und da die Restwolle sozusagen oder diese zweite Wahlwolle auch von ihr ist, konnte ich das hier mitbestellen oder habe ich das mitbekommen, konnte ich mir aussuchen. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit sozusagen von zweiter Wahl oder auch Produktionsfehler oder auf ihrer Internetseite heißt das Endline geredet. Und bei den Märchengarnen gibt es manchmal so Pakete. Es gibt einmal Wollpakete und einmal solche. Da steht dann eine Nummer drauf und unter dieser Nummer bietet der Shop das an. Und das sind zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Auslaufmodelle. Also es wird immer dazu geschrieben, unten in der Produktbeschreibung, was mit den Garnen ist. Ob das jetzt ein Glitzerfaden fehlt oder irgendwas vom Farbverlauf länger oder kürzer ist oder sowas. Das wird alles dazu geschrieben normalerweise. Und ja, ich hatte mir hier die ausgesucht, weil ich fand, die passen schön zusammen, sind schön zusammengestellt. Einziges was ist, man hat hier keine Banderole drum. Es steht auch nicht drauf, um was für einen Bobbel es sich handelt. Es ist 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Das stand bei der Beschreibung dabei. Und ja, die 4 sind sozusagen zu mir nach Hause gekommen. Ja. So, Kruspeltüte mal weg. Das tut mir leid, dass das jetzt so gekruspelt hat. Ja, aber ich dachte, so kann man sie besser sehen. Der ist vierfädig, dieser Bobbel.
Also ich glaube, alle 4 sind vierfädig. Und hier mal so ein rosa-braun Verlauf, ein rosa-grau Verlauf. Ja. Hier ist ja so braun ins graubraun. Ich glaube, so sieht man es besser. Und hier ist dieses, ja, ich weiß nicht, helles Braun, beige, ins Rosé, bisschen ins Lila, ins Grau. Also auch sehr schön. Und der hier ist dreifädig, zum Beispiel, ja. Also der hat auch 3 und der, Moment, 3, 4. Ja, und der hier hat auch 4. Ja. So, also 2x vierfädig, 2x dreifädig. Ne, der ist auch vierfädig. Jetzt aber, der hier war 3. Doch, 2, 2. Ja, und dann dafür einfach ein bisschen weniger zahlen. Finde ich schon in Ordnung. So, die gab es. Und dann habe ich mir zweimal denselben ausgesucht, aber einmal eine Wicklung von außen und einmal diese, was dann außen ist, innen sozusagen. No. Das ist der andere. So, und so sehen ihre Bobbles normalerweise aus. Ja, da hat man eine Banderole drum, Märchengarne. Auch nochmal Baumwolle, Polyacryl, Polyester, Polyamid, wegen dem Glitzerfaden hier mit dabei. Und das ist einmal Katz und Maus. So. Der hatte, ich glaube, 900 Meter, 250 Gramm, ein bisschen mehr wie 900 Meter hat er, glaube ich, oder hat genau 900 Meter. Und ja, den fand ich halt ganz goldig. Und deswegen ist der einmal mit rosa innen mitgewandert und einmal mit grau innen mitgewandert. Und hier bei denen, wenn man solche kauft, dann hat man auch die kleinen Anhängerchen mit dabei, die ich später nutze als Maschenmarkierer. Finde ich persönlich sehr süß. Die hat man halt bei den anderen nicht dabei. Ja, aber das finde ich auch nicht schlimm. Dann ist es so. Und die hier, wie gesagt, habe ich so dazu gekauft. Zweimal dieselben. Ja, ich weiß nicht, das Rosa hat mir irgendwie gefallen. Deswegen ist es etwas für Rosa diesmal geworden. Rosa-grau. Ja gut, je nach Stimmung. Ne? Ja, und dann war ich ja über sozusagen einen gewissen Bestellwert und dann konnte ich mir noch diesen kleinen Gratis-Bobbel dazu aussuchen. Ja, er ist vielfach, hat 250 Gramm, 3er bis 200 Gramm nur, 3er und bis 4er Nadel geeignet. Rost ist es ein unifarbener Bobbel, also nur eine Farbe, Baumwolle und Polyacryl, 50-50. Ja, aber die Farbe hier fand ich auch sehr schön. Der hat auch kein Markiererchen dran sozusagen, weil es ja ein Goodie ist, ein Geschenkchen ist, das man dazu bekommt. Ja, aber trotzdem finde ich sehr, sehr schön. Ja, und das ist die Ausbeute und ich war am Überlegen, jetzt bin ich wirklich am Überlegen, welche ich da nehme, weil ich habe ein bisschen Lust, sozusagen Grannies zu häkeln, aber dann nicht so kleine Grannies, sondern ein bisschen, also nicht diese kleinen Grannies, sondern schon so, weiß nicht, so 20 mal 20 vielleicht. Und da wollte ich mal gucken,
ob ich da davon was nehme. Weil die würden ja gut zusammenpassen, auch wenn es von der Fadenstärke unterschiedlich ist, aber das ist nicht schlimm. Oder die zwei oder die zwei. Oder wer weiß, ich habe ja auch noch Wolle. Müsste ich mal in meiner Kiste gucken, weil ich habe auch noch so eine größere Kiste. Und vielleicht suche ich mir dann da noch Wolle raus. Aber ich muss sagen, bis jetzt, muss ich sagen, bis jetzt dieses Jahr habe ich gut meine Wolle aufgebraucht. Und ja, da durfte auch noch mal neue einziehen. Ja, deswegen sind die noch neu dazugekommen. So. Außerdem hatte ich Lust, sie zu kaufen. Manchmal kann man halt nicht anders. So. Das kennst du vielleicht. Ja, das ist sozusagen meine Ausbeute. Einmal die Handarbeiten, einmal die Wolle. Und ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen. Lass doch gern ein Däumchen da, damit ich das auch weiß, ob dir das so gefällt, dieses Format. Und dann hoffe ich, du hast noch ein wunderschönes Wochenende. Sei schön fleißig und bleib gesund. Mach's gut. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!